In diesem Video bekommst du die komplette 4-4-2-Taktik, Spieleanweisungen und Tipps, wie sie zur besten Formation in EAFC wird. Los geht's mit der defensiven Taktik und die packe ich auf ausgeglichen. Die 4-4-2 deckt eigentlich das ganze Feld in der Verteidigung ab und deswegen hilft dir ausgeglichen am meisten. Die Breite packe ich auf 55 und die Tiefe, da gehe ich ausnahmsweise mal unter 50 auf 45, denn dadurch, dass wir schon so sehr breit das Spielfeld abdecken, müssen wir ein Stück nach hinten rücken, um trotzdem kompakt vorm eigenen Tor zu sein. Die 4-4-2 ist eine super Startformation, weil sie sehr ausgeglichen ist. Vorne hast du viel Offensivpower mit 2 Stürmern und im Mittelfeld hast du immer deine 2 ZMs, die auch mit nach hinten helfen. Taktik im Angriff. Und hier fangen wir an mit dem Spielaufbau, langer Ball. Gleich zeige ich dir auch noch die Spieleanweisungen, die uns dabei helfen werden. Aber mit langer Ball haben wir einen sehr schnellen Spielaufbau, auch wenn wir in Ballbesitz sind, nicht nur für Kontersituationen, aber dass dann halt auch LM, RM und die Stürmer mit reingehen. Das supporten wir noch durch Läufe in die Spitze, das letzte Drittel des Feldes und hier sollen deine Spieler natürlich wieder reingehen in den 16er. Die Breite packe ich auf 65, dadurch ziehst du echt den Gegner und das Feld auseinander und es werden immer wieder Lücken entstehen, in die du deine Spieler zum Beispiel mit L1 reinschicken kannst. Spieler im Strafraum auf 7. Dadurch haben wir immer den Fall, wenn der Ball auf einer Seite ist, beim linken Mittelfeldspieler oder beim rechten Mittelfeldspieler, dass nicht nur deine beiden Stürmer vorne im 16er sind, sondern dass immer der andere Mittelfeldspieler, also wenn der Ball zum Beispiel rechts ist, wird der linke Mittelfeldspieler mit reingehen und wenn der Ball links ist, wird der rechte Mittelfeldspieler mit reingehen. Die Ecken packe ich auf 1, die Freistöße packe ich auch auf 1, einfach um hier unnötige Konter zu vermeiden. Die Spieleanweisungen genauso wichtig wie die Taktik und deine Innenverteidiger, die stellst du auf hinten bleiben bei Angriffen. Linker Verteidiger und rechter Verteidiger, die stellen wir gleich ein und zwar auf hinten bleiben bei Angriffen. Wir haben ja schon den LM und den RM vorne, die mit angreifen auf den Außenbahnen. Und die packen wir auf konservatives Abfangen, dadurch spielen die noch etwas defensiver und auf übergreifende Laufart. Das bedeutet einfach, dass der Außenverteidiger weiter außen sein wird als der Außenmittelfeldspieler. Also der RV wird zum Beispiel weiter außen sein als der RM. Und wir wollen natürlich die offensiven Spieler, RM und LM, das werden wahrscheinlich deine Spieler sein, die bessere Angriffsstats haben. Die wollen wir natürlich mehr in die Mitte, näher zum Tor haben als die Außenverteidiger. Die beiden ZM stellst du am besten unterschiedlich ein. Einer davon ist defensiver orientierter. Nimm hier zum Beispiel einen mit hoher Arbeitsrate nach vorne und unbedingt auch hoher Arbeitsrate nach hinten. Den stellst du dir dann ein auf hinten bleiben bei Angriffen. Zusätzlich machst du noch für Flanken an den Strafraumrand. Wenn du machen würdest in den Strafraum, wird er natürlich weiter nach vorne gehen als so am Strafraumrand, wo er dann stehen bleibt für Angriffe, weniger vorne ist, also besser verteidigen kann, schneller wieder nach hinten ist. Plus, du hast hier eine Anspielstation in deinem Aufbauspiel. Durch konservatives Abfangen wird er auch nochmal vorsichtiger verteidigen und wirklich immer deine Absicherung sein. Mitte abdecken. Denn wie wir außen verteidigen, zeige ich dir gleich. Der zweite ZM ist wirklich Box-to-Box, sehr ausgeglichen. Pack den auch auf Mitte abdecken, dass er in der Verteidigung in der Mitte zentral ist. Alles andere lassen wir dem Spieler die Freiheiten. Linker Mittelfeldspieler und rechter Mittelfeldspieler, die haben eigentlich auch alle Freiheiten. Die lassen wir sehr ausgeglichen. Wichtig, pack die auf jeden Fall auf Defensive verstärken. Denn die beiden ZMs verteidigen in der Mitte und die beiden äußeren Mittelfeldspieler, die verstärken auch die Defensive durch unsere Taktik. Wie 7 Spieler im Strafraum, Läufe in die Spitze, gehen die natürlich auch immer sehr schnell nach vorne, auch durch langer Ball im Spielaufbau aus der Taktik, werden die müde dann mit Defensive verstärken. Du hast 5 Auswechselspieler, denk daran, hier gute Subs auf der Bank zu haben. Auch die beiden Stürmer stellen wir wieder unterschiedlich ein. Dein erster Stürmer, das muss wirklich dein bester Stürmer sein. Beste Abschlusswerte, beste Schusskraft, am besten 4 Sterne, 5 Sterne Weakfoot. Der soll sich zentral orientieren, der soll die Abwehr überlaufen. Hier helfen schnelle Spieler, gerade zum Start, sehr wichtig. Der soll vorn bleiben, also der soll nicht die Defensive unterstützen, sondern das ist wirklich dein Stürmer vorne. Und deswegen packen wir den noch auf konservatives Abfangen. Auch dadurch wird er weniger nach hinten machen. Dein zweiter Stürmer, wieder sehr ausgeglichen. Den packen wir einfach nur auf zentral orientieren, denn wir wollen ja, dass der im Strafraum ist. Wir sehen uns in dem Video. Bis gleich. Dein Marvin. Servus. Ciao.